Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der 3,7 cm KPUV VZ37 Pack von Special Armor im Maßstab 1:35. Special Armor, das scheint irgendwie eine Unterfirma von Special Hobbies zu sein. Das steht auch hier irgendwo auf der Schachtel drauf. Warum das jetzt irgendwie einen eigenen Namen hat, ist mir ein bisschen schleierhaft, aber ich denke, Hauptsache der Bausatz ist gut und was für einen Namen das läuft, ist glaube ich nicht so erheblich. Das ist ein brandneuer Bausatz und der ist auch, denke ich, nicht so bekannt, wird auch wohl nicht so bekannt werden, aber ich finde das Teil hochgradig interessant und das ist für mich eigentlich auch der Grund, warum wir uns das mal näher anschauen wollen. In den 30er Jahren war die tschechische Armee ziemlich modern ausgerüstet, die hatten ziemlich gute Panzer und auch Panzerabwehrkanonen. Die Flugzeugindustrie war eigentlich auch nicht schlecht, also insgesamt für ein relativ kleines Land doch sehr gut ausgerüstet. Und ja, die Skoda-Werke bauen heute Autos und damals haben die auch schweres Gerät noch gebaut, wie zum Beispiel solche Kanonen. Hier auf der Rückseite sehen wir dann die 3 Lackierungsvarianten, die es für das Geschütz gibt im Bausatz. Zweimal mit dieser tschechischen Buntfarbentarnung, wobei die erste Kanone eine tschechische oder eine tschechoslowakische ist, muss man eigentlich sagen. Die zweite ist eine eroberte Kanone, die eben von den Deutschen verwendet wurde, aber halt nicht umlackiert wurde. Und die letzte ist in Panzergrau, die wurde dann eben umlackiert. Ist recht interessant. Wusste ich nicht, dass es diesen Anstrich auch noch gab. Zumindest, dass der eine Zeit lang weiterverwendet wurde in der Wehrmacht. Gut, jetzt schauen wir aber mal rein in die Schachtel. Innen findet man dann einen Beutel mit 2 Gießästen und noch ein Beutelchen mit den Abziehbildern und eine Bauanleitung. Das ist, glaube ich, eine ausreichende Verpackung. Die Schachtel ist auch relativ stabil, also da haben wir nichts zu befürchten. So, schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung an. Da haben wir hier eine Hintergrundgeschichte zu der Kanone auf Tschechisch und auf Englisch. Das ist recht interessant. Wird zum Beispiel erwähnt, dass die Kanone von den Tschechen gebaut wurde und auch eingesetzt wurde oder im Dienst war, dann von der Wehrmacht. Die wurde auch ziemlich weit exportiert, zum Beispiel an Ungarn, Bulgarien und noch irgendein Land. Also das ist recht interessant. Dann haben wir hier eine Übersicht mit den enthaltenen Gießästen. Ist eigentlich nicht viel, 2 Teile werden nicht verwendet. Dann haben wir hier unten eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Gunze-Farben und dann noch eine Zeilenerklärung für den Bauplan, dass man weiß, was da zu tun ist. Dann geht es hier mit dem Zusammenbau los. Hier die beiden Ausleger mit den Sponnen, mit den Erdsponnen. Ist doch recht klein gezeichnet, aber ich denke, man kommt damit klar. Ich denke, für die ältere Modellbauer, die müssen aber ihr Lesebrille aufsetzen dann. Ist ja eigentlich nicht viel dran. Man kann einmal in Feuerposition das bauen und in Transportposition. Das ist eigentlich ganz schön. Dann bauen wir auch schon die Kanone zusammen. Ihr seht einteiliges Kanonenrohr, das ist schon mal gut. Ein paar Kleinteile, das ist nicht weiter kompliziert eigentlich. Und dann kommt es hier auch schon auf die Lafette und die Vorderachse. Kommt auch schon dran. Also es ist doch recht übersichtlich. Es sind ja nicht so viele Teile. Das ist ja ein sehr kleines Geschütz eigentlich. Dann kommen hier noch ein paar Teile ran für das Schutzschild. Ja, da sind die meisten Details schon aufgeprägt, wie mir scheint. Ja. Und dann ist der Bau auch schon komplett. Dann hier die Bemalungs- und Markierungsvarianten, die haben wir uns schon auf der Schachtel angesehen, aber hier ist es halt nochmal im Detail von allen Seiten gezeigt. Hier dieser wunderschöne tschechoslowakische Buntfarbenanstrich, hier von dem Geschütz von der tschechoslowakischen Armee im Jahr 1938. Dann das zweite Geschütz wurde von der Wehrmacht verwendet in Polen 1939, immer noch mit diesem Buntfarbenanstrich. Und das dritte Geschütz ist dann schon in Grau, wurde im Gebiet um Eger, das ist glaube ich Nordrhein-Westfalen
West Tschechien heute, im Frühjahr 1939 verwendet. Hier noch mit dem kleinen Kosenamen Bertha. Und dann haben wir hinten noch ein bisschen Werbung für CMK, Special Armor und Special Hobby. Also alles in allem, denke ich, ganz übersichtlich gestaltete Bauanleitung, die kann man, glaube ich, ganz gut verwenden. Sollte gut gehen und dem Modellerbauer vor keine größeren Probleme stellen. Nun kommen wir zu den Bauteilen. Es sind ja nur 2 Gießäste. Hier der erste Gießast mit den Auslegern. Einmal in Feuerposition und dann in Transportposition. Das ist recht interessant, wie das sozusagen einklappt. Dann hier noch so kleinere Griffe und so. Sieht recht filigran aus. Keine Fischhäute in Sicht. Was ein bisschen stört ist, hier auf der Oberseite ist eine kleine Trennnaht zu sehen von den Formen. Ist aber eigentlich nicht schlimm, weil das kann man mit dem Messerrücken eigentlich ziemlich gut abkratzen. Ja, also so kleinere Haken, die sind wirklich sehr scharf detailliert. Da weiß man auch genau, wo das Teil aufhört und der Gießast anfängt. Das finde ich ziemlich gut umgesetzt und da können sich eigentlich andere Hersteller auch eine Scheibe von abschneiden. Das hier scheint die Mündung von der Kanone zu sein. Die ist ja aufgebohrt, also das ist schon mal schön. Dann haben wir da ein realistisches Aussehen vom Kanonenrohr. Hier haben wir den zweiten Gießast mit diesen Holzrädern. Anscheinend gab es von der Kanone auch eine Version mit Luftbereifung. Vielleicht sehen wir die ja mal in der Zukunft noch als Bausatz. Einteiliges Kanonenrohr mit dem Rückstoßzylinder schon angegossen. Und dann noch kleinere Teile, die eben zum Stellmechanismus gehören. Die Vorderachse sieht auch recht scharf detailliert aus und auch das Schild, finde ich, ist super gelungen. Das haben wir schon in der Bauanleitung gesehen, da kommen nicht viele Teile ran. Finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Der Bausatz weist auch noch eine Besonderheit auf, das habe ich rausgefunden, als ich auf der Herstellerseite ein bisschen rumgesurft bin. Da sagen sie, dass manche Teile von dem Bausatz mit einem 3D-Drucker erstellt wurden und dann anhand dieser Teile die Gießform erstellt wurde. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das von der normalen Fertigung abweicht, aber es scheint so zu sein, dass da das Ziel eben ist, möglichst präzise Teile zu schaffen und eben auch einteilig. Das heißt zum Beispiel das Kanonenrohr, wie man sieht, da ist der Rückstoßzylinder und so schon alles dran. Und anscheinend ist es vielleicht so, dass bei einem herkömmlichen Bausatz von der Detaillierung das vielleicht in mehrere Teile zerlegt sein müsste. Vielleicht ist das Ziel. Jedenfalls, der 3D-Drucker spielt da offenbar bei der Entwicklung von diesen Bausätzen bei der Firma eine ziemlich große Rolle. Finde ich, ist ein interessantes Detail und wollte ich einfach mal erwähnt haben. Ein winziger Abziehbilderbogen liegt auch bei, hier mit diesem Namen Bertha, weil eben dieses Geschütz getauft war auf den Namen. Ich finde aber, dass das Abziehbild jetzt nicht so schön aussieht. Der Trägerfilm ein bisschen groß, aber ich denke mal, man kann es schon verwenden. Aber so begeistert bin ich jetzt nicht von der Qualität. Alles in allem ist es ein kleiner, aber feiner Bausatz, gut detailliert, überhaupt nicht kompliziert zum Bauen. Ein paar kleinere Bereiche, wo es Grat gibt, da muss man halt ein bisschen abkratzen, den Grat, aber das ist nicht weiter schwierig, denke ich. Man hat Optionen mit dem Bausatz, Feuerposition, Transportposition und man kann den auch für verschiedene kriegsführende Länder verwenden. Wie gesagt, die Deutschen hatten den, die Tschechen, die Slowaken, Ungarn, Jugoslawen, Bulgarien und so weiter und so fort. Also das bietet doch ziemlich viel Einsatzmöglichkeiten auf Dioramen. Es ist ein Geschütz, das man nicht alle Tage sieht. Denke ich, ist ganz interessant. Der Bausatz kostet ca. 10 Euro, was ich absolut angemessen finde. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Finde ich sehr gut,
weiter so. Und vielleicht sehen wir in der Zukunft noch mehr Geschütze von Special Armor. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.